Wenn ihr keinen frischen Knoblauch kriegt, könnt ihr auch eine ganze Knolle Knoblauch nehmen und den benutzen. Das ist auch überhaupt kein Thema. Eine Zwiebel, ein bisschen Sahne, 2 Esslöffel Butter, 2 Esslöffel Mehl, Lorbeerblätter 2 Stück, ein bisschen Petersilie für die Garnitur, Salz und Pfeffer zum Würzen. Hinten darf natürlich auch nicht das Baguette fehlen. Da machen wir die köstlichen Croutons draus. Und eine Gemüsebrühe. Ich benutze dafür mein selbstgemachtes Würzel, was ich einmal im Jahr zubereite. Eine Gemüsebrühe, die eingesalzen ist. Kann ich tatsächlich nur empfehlen. Müsst ihr unbedingt mal selber machen. Ran geht's an den frischen Knoblauch. Ihr seht, der sieht so ein bisschen aus wie eine Frühlingszwiebel oder wie Frühlingszwiebeln. Ihr erkennt, wie frisch der ist an dem satten Grün hier. Der knirscht auch schön. Dann hier mit diesem leicht lilanen, also der ist ganz, ganz frisch. Jo, und jetzt verarbeiten wir den. Und was besonders schön ist, der ist eben ja noch nicht ganz ausgereift. Deswegen ist er um einiges milder. Was ich super, super schön finde, einfach für eine Knoblauchsuppe, damit die einen nicht aus den Latschen kippen lässt. Deswegen nehme ich den heute. Ja. Und dann schneide ich den jetzt einfach in Würfel und in Ringe. In Würfel natürlich nicht, sondern in Ringe. Machen wir die Frisur mache ich mal weg. So. Und dann einfach in grobe Ringe schneiden. Das Grün hier könnt ihr übrigens auch super benutzen auf einem Butterbrot. So als kleines Topping. Total lecker mit Salz und Pfeffer. Und dann das Grüne und dann natürlich etwas feiner geschnitten drauf. Schmeckt großartig. So, ich verbrauche natürlich wie immer alles. Jetzt mache ich meinen Liter Gemüsebrühe fertig. Dafür nehme ich mein Würzel. Ihr seht, so sieht das aus, wenn das eingesalzen ist. Da ist drin Möhre, Sellerie, Selleriegrün, Zwiebel, Lorbeerblätter. Da könnt ihr eigentlich alles reintun, was euer Herz begehrt. Und dann mit dem richtigen Verhältnis mit Salz einsalzen. So. Kommt jetzt hier rein. Und so habt ihr eine hervorragende Gemüsebrühe, wo ihr genau wisst, was drin ist. 2 Esslöffel Olivenöl, also ich mache das ja immer so Pi mal Daumen. Da kommen jetzt die Zwiebeln rein. Ein bisschen anschmoren. Und der frische Knoblauch. Sieht der nicht toll aus? Der duftet ganz, ganz frisch und ganz dezent nach Knoblauch, was ich sehr, sehr schön finde. 2 Minütchen so ein bisschen anschwitzen. Die Butter dazugeben. Dann kann die richtig schön schmelzen erstmal. Dann kommen die 2 Esslöffel Mehl hier drauf. Das nehmen wir, damit wir gleich nachher eine wunderbare Bindung haben. Und jetzt mit der kalten Brühe. Ich muss dann nochmal das Würzel nach oben rühren. Mit der kalten Brühe ablöschen. Jetzt kommt noch die Sahne mit dazu. Und zum guten Schluss noch meine 2 Lorbeerblätter aus dem Garten. Schwupp. Jetzt lassen wir die ganzen Zutaten so eine Viertelstunde, 20 Minuten köcheln bei mittlerer Hitze. Dann wird sie püriert und dann sind wir schon fast
bereit zum Essen. In der Zwischenzeit, während meine Suppe da so schön vor sich hin köchelt, bereite ich die Croutons, die knusprigen, vor und schneide jetzt einfach das Baguette. Ihr könnt natürlich auch Toastbrot nehmen oder Weißbrot, was auch immer ihr möchtet. Ich schneide das Baguette jetzt in grobe Würfel. Ich mache die auch nicht zu klein. Eine Knoblauchzehe nehme ich mir. Die schneide ich jetzt in dünne Scheiben, die ich anröste. Und die sind nachher Deko auf der Suppe. Olivenöl, Knoblauchzehen rein. Schön anrösten und dann nehme ich die auch gleich wieder raus. So, jetzt sind die so leicht bräunlich, da gefallen sie mir besonders gut und dann nehme ich sie jetzt auch raus. Seht ihr das? Die haben so eine Karamellfarbe. Nehme ich die raus, damit die nicht zu dunkel werden, weil dann werden sie bitter. Die Weißbrot- oder die Baguette-Würfel kommen ins Knoblauchöl. Dann mache ich direkt noch ein bisschen was drauf. Und jetzt geht es ans Anrichten. Guck mal, wie schön. Dadurch, dass das der frische Knoblauch ist mit dem vielen Grün, hat die natürlich auch so eine grünliche Farbe. Wenn ihr jetzt einen reinen getrockneten, eine ganze Knolle nehmt, die ganz hell ist, dann ist die Farbe der Suppe natürlich auch cremig und nicht hellgrün. So, ich mache es einfach jetzt mal so ganz easy peasy in eine Suppenschale, in eine große. Die stelle ich nämlich nachher auf den Tisch. Jetzt kommen, hups, immer noch ein bisschen Pfeffer drauf. Finde ich schön. Salzig ist es genug. Durch das Würzel habe ich gerade vorhin probiert. Jetzt kommen hier die Brotkrumen, die knusprigen Croutons. Hups. Kommen jetzt hier drauf. So. Ein bisschen Petersilie. Dann toppe ich, das Ganze noch hier mit diesen Knoblauchscheiben. Also ich finde, dass das eine grandiose Vorspeise ist. Ich finde aber auch ein wunderbares, schnelles Feierabendessen, wenn ihr einfach mal Lust habt auf eine leckere Suppe, die schnell gehen soll. Nehmt eine Knoblauchsuppe, vielleicht am besten am Samstag, wenn ihr sonntags frei habt. oder ihr nehmt die mit dem frischen Knoblauch, die ja milder ist und auch vom Geruch etwas milder ist. Das Ganze könnt ihr super auch mit einer Alternative zur Sahne machen, also zum Beispiel mit einer Hafersahne, mit einer Sojasahne. Da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und wisst ihr was? Ich probiere das jetzt gleich und verabschiede mich von euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Miss Gliss. Und jetzt teste ich. Aber ich will auch so ein Crouton. Mhm.